Ja, willkommen zurück auf meinem Blog. Heute ist der 18. Mai. Basislauf steht an. Garmin sagt eine Dreiviertelstunde. Polar schlägt auch einen Basislauf vor. Auch eine Stunde. Also sowas in der Richtung werde ich jetzt machen. Ich habe jetzt auch schon einen Basislauf am Montag gemacht. Mal ohne Kamera, weil es muss auch mal ohne sein. Einfach mal abschalten, nichts tun, Gedanken schweifen lassen. Heute mache ich auch ein bisschen was für einen Test für die Polaruhr. Ich werde jetzt heute ein bisschen im weltlichen Gebiet laufen. Also weltlich ist übertrieben. Ich laufe im See, stehen viele Bäume außenrum. Heute sind auch 31 Grad und die merkt man auch. Ich habe heute fast überlegt, was zu trinken mitzunehmen. Bei mir war es aber heute so, von der Arbeit direkt heim, in die Laufklamotten und losgehen. Meine Frau ist mit den Kindern heute ins Schwimmbad. Das muss man nutzen, bevor man die Kinder ins Bett bringt. Also nochmal schnell hier ein paar Meter machen. Da ist nicht viel mit Vorbereitung und Wasser noch zusätzlich und so weiter. Ich weiß, nicht so gut. Schauen wir mal, wie es wird. Ich denke, es hält sich noch in Grenzen. Aber man merkt schon tatsächlich, dass es wärmer wird. Und ja, muss man also erstmal dran gewöhnen. Ja, dann sehen wir einmal auf der Apex auch den Trainingsbereich, den ich laufen soll. Also 6:05 laufe ich gerade und ich bin ein bisschen zu schnell, jetzt gehe ich gerade, es geht gerade runter. Sehen wir hier die abgeschlossene Distanz und die Zeit, die ich noch laufen muss, 34 Minuten. So, das gleiche auf der Polaruhr. Wir sehen jetzt hier oben den Pulsbereich, das geht nach Puls hier. 44 Minuten soll ich noch laufen und von 45, das steht jetzt unten. Und ich bewege mich im grünen Bereich, das heißt genau da, wo ich sein soll. 129 Schläge bis 147 Schläge. So bekommt es dann bei der Polaruhr angezeigt. Ja, würde ich sagen, laufe ich mal weiter. Ja, wie immer bewege ich mich auf der Hausstrecke. Erstmal raus aus den Feldern, ohne Schatten. Das ist immer sehr anstrengend bei der Hitze. Aber kommen wir ja gleich in den schattigen Bereich. Und hier nochmal einen kleinen Blick auf die Bergstraße im Frühjahr. Einfach schönes Wetter. Ist ja schon fast Sommer. Ja, alle, die sich hier ein bisschen auskennen, vielleicht ist der eine oder andere hier. Ich gehe jetzt zu Erlach und es ist ein bisschen abenteuerlich, wie ihr hört, wir sind an der Autobahn, direkt an der A5. Und dann muss ich jetzt erstmal hier hochlaufen. Ist auch so alles halboffiziell hier, was ich mache. Gut, dass ich es filme. So, wir sind hier direkt die A5 und wir gehen jetzt hier mal runter. So, und eigentlich ist es hier normalerweise so ein, ja, keine Ahnung, hier fließt Wasser halt durch, man kann nicht immer hier laufen. Ich muss auch hier gedückt laufen. So, jetzt geht es hier wieder hoch. So, einmal halb durch die Dornen und durch die Brennnesseln. So, und jetzt geht es hier einen schönen grünen Weg lang, kurz an der Autobahn. Ja, hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Ja, mir ist nicht so schade, ich laufe hier zwischen den ganzen Dornen durch, aber das lohnt sich gleich, wenn wir am See sind. Ja, ich messe das Ganze hier auch mit GPS und Galileo. Einfach der Hintergrund, dass ich nicht mehr GPS GLONASS nutze, weil aufgrund des Krieges und man nicht weiß, wie genau GLONASS ist. GLONASS ist ein militärischer Satellitenverbund bzw. ist vom russischen Militär und Galileo ist ja ein ziviler Satellit bzw. ziviles Satellitsystem und deswegen möchte ich das heute mal mit Galileo testen und ja, das soll aber jetzt hier keine politische Bewertung sein. Ich habe hier mit Politik nichts zu tun. Das ist ein Sportblog und ja, ich habe beruflich so viel damit zu tun, da muss das jetzt auch nicht noch im privaten Bereich sein. Hoffen wir einfach für alle das Beste, egal welche Personengruppe es betrifft. Ich denke, da werden auf beiden Seiten die Probleme da sein. So, wenn sich einer fragt, wo ich gerade bin, ich laufe hier gerade an der Erlache lang. Hier geht die Zunge, da ist ein bisschen dunkel jetzt gerade. Also hier ehemaliger See bzw. Baggersee und ja, echt schön gelegen. Aber kein Badesee, also zumindest verboten, offiziell. So, hier ist natürlich ideal, hier ist wirklich gut zugewachsen. Also wir sehen, hier oben ist noch ein bisschen, ja,
Kann noch ein bisschen ein paar Signale rein, aber es schottet doch ein bisschen ab. Ich bin noch auf Ergebnis mal gespannt, wie das aussieht. Das ist auch so ein Trampelpfad bei Komoot. Und dann gucken wir einfach gleich mal, oder nachher, beziehungsweise im Test, wie das Ganze dann aussieht. Ja, ich bin echt begeistert, was die Polaruhr angeht, also auch das tägliche Training, das hier auf Herzfrequenz läuft. Ihr bekommt auch immer eine Vibration auf dem Arm, wenn ihr zu hoch seid. Wir sind jetzt hier, jetzt geht es gerade runter, das ist grün, das haben wir gerade gesehen, war noch rot. Ich war viel zu hoch im Pulsbereich, wobei ich jetzt hier gerade stehe und dann geht es natürlich entsprechend runter. Ja, ihr seht schon, hier wird es immer nasser. Das ist echt übel und ich laufe im Schatten. Ja, ein Nachteil gibt es natürlich immer, wenn man filmt während des Laufens. Also ich mache das eigentlich in meinen normalen Workouts, dass ihr halt auch ständig Anhalt und Unterbrechung habt und ihr kommt manchmal nicht so richtig in den Rhythmus rein, beziehungsweise man lernt so langsam. Ich will da überhaupt nicht meckern, ist einfach nur, da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen, dass dann manchmal auch ein bisschen länger dauert oder halt man nicht immer die optimalsten Laufwerte bekommt bei Chorus. Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir Samstag, den 21. Mai und wir waren ja schon lange hier im Keller. Wir müssen mal wieder in den Keller gehen. Ich mache heute ein paar Videos. Meine Frau ist mit den Kindern noch ein bisschen unterwegs und ich will einfach die Zeit nutzen. Vielleicht gehe ich danach auch noch ein bisschen laufen. Aber jetzt möchte ich erstmal die Zeit für ein Videodreh nutzen, da ja sonst es immer abends anfällt. Heute habe ich zwei Sachen eigentlich vor. Und zwar einmal möchte ich einen kleinen Roundup von meinem Kanal geben. Also mal kurz zeigen, was ich noch alles jetzt in den nächsten Wochen vorhabe, was ich jetzt alles auch da habe. Dann habe ich noch vor, das Skript für die Polar Pacer Pro zu schreiben und dann auch gegebenenfalls es eventuell aufzunehmen, da die Notizen dann so zusammenbringen und ja, den Test dann für die Uhr machen. Ja, wir sehen auch hier da unten so ein bisschen das Chaos von den ganzen Paketen. Das häuft sich so mittlerweile ein bisschen. Und wir sehen auch hier erstmal vielen Dank an Enjoy Your Bike bzw. die Geschwister Zack, die mir jetzt hier ein Leihgerät gestellt haben von der Coros Vertex 2. Also wir sehen ja hier auch Muster. Dann haben wir hier von Coros auch noch den Pod bekommen, wo ich noch ein bisschen was machen kann. Ja, ich bin jetzt gerade dabei, das alles hier so ein bisschen auf den Tisch zu stellen, um dann auch ein bisschen zu berichten, was ich dann so plane und euch das visuell so ein bisschen vorzustellen. Hier ist auch nochmal so ein kleiner Einblick, ihr seht ja immer nur diesen Videoausschnitt hier, aber eigentlich, wenn wir hier rüberfahren, sehen wir hier, dass wir noch so eine kleine Rumpelkammer haben, wo ich die Sachen immer ablege, Sachen lade. So eine kleine Ladestation habe ich da hinten für die ganzen Uhren. So, das Video ist jetzt gedreht zur Übersicht. Ich bin jetzt dabei, dann hier für die Pacer Pro den Test zu schreiben, beziehungsweise das Skript. Das ist noch leer, wie wir sehen. Und es ist auch immer so, ich habe hier eigentlich einen Aufbau, wo ich das Ganze immer gleich aufbaue. Das habt ihr mittlerweile wahrscheinlich in Videos auch schon gemerkt. Da gibt es einfach so die Punkte, die ich da abarbeite. Aber bevor ich jetzt hier anfange, werde ich hier noch ein paar Daten analysieren und mir was angucken. Also wir sehen jetzt hier, ich werde das jetzt mal ganz professionell hier abfilmen. Ich bin einmal auf Polar Flow und auf Garmin Connect. Und hier können wir ja jeweils die Daten herunterladen. Ich habe jetzt hier zwei Läufe rausgesucht, die einmal mit so ein bisschen Höhenprofil und auch mit, wo ich beim Film sehr viel Herzfrequenzunterbrechung hatte, beziehungsweise wo die Herzfrequenz runter ist, um da mal die Herzfrequenz anzuschauen, weil ich jetzt auch nicht so viele Intervalle noch gemacht habe, weil ich noch nicht so ganz fit war. Und ein Video, wo ich ein bisschen konstant laufe und dafür aber ein bisschen GPS abgeschottet. Und man kann ja hier bei Garmin Connect hier rechts dann auch die Sachen entsprechend exportieren. Das Ganze geht natürlich hier auch auf Polar Flow. Da kann man, wenn man runter scrollt, bei einer Einheit hier runter scrollen und kann man hier auch entsprechend die Daten exportieren. Warum exportiere ich das Ganze? Ich nutze ein Tool bei den Vergleichssachen immer, das nennt sich Quantified Self. Das Link verlinke ich euch einfach mal. Und hier werden dann Daten verglichen. Ich habe jetzt einmal die Daten hier alle hochgeladen. Wir sehen einmal hier, Polar Pacer Pro wird angezeigt, Garmin Unknown ist die Apex. Und hier bekommen wir so ein paar kleine Überblicke schon von den Daten. Und was das ganz Tolle im ganzen Programm hier ist, wir sehen einmal hier das Datum, wann das Ganze stattgefunden hat. Wenn wir das Ganze jetzt hier anhaken, können wir jetzt hier die mergen oder zusammenführen. Und dann führen wir die ganzen Events mal hier zusammen oder die zwei, die am gleichen Tag stattgefunden haben. Und hier bekomme ich dann schon mal von dem Programm aus, der liest die Daten quasi ein und macht einen Vergleich. Also einmal bekomme ich so ein GPS-Bild angezeigt von beiden Uhren. Das kann man sich dann auch vergrößern lassen. Also wenn wir hier reingehen, sehen wir dann hier, das kennt ihr dann ja schon entsprechend im Video, wenn man jetzt hier das Ganze mal ein bisschen einstellt, mache ich hier als oft Screenshots und dann kann man sich das Ganze mal angucken. Wir sehen hier, ich bin hier mit der Apex 2 und der Polar Pacer Pro gelaufen. Polar Pacer Pro war im Galileo-Modus und GPS und die Apex war im Multiband-Modus. Wir sehen hier, da bin ich aber auch hier querfeld eingelaufen. Also ich bin auch nicht mehr auf dem Weg gelaufen, da hat ein Weg nicht mehr stattgefunden und genau, da musste ich entsprechend ausweichen. Aber hier sieht man dann schon mal ganz gute Vergleiche. Das blaue hier ist die
Apex und ja, das Orangene ist dann hier das abgeschottete. Aber ich finde eigentlich, dafür ist es gar nicht schlecht und ist schon mal wirklich ganz gut. Da hole ich mir entsprechend dann hier mal die Bilder her. Dann können wir hier auch noch die Daten einstellen. Also wir haben jetzt einmal hier die ganzen verschiedenen Möglichkeiten. Was Pace angeht, das wird nicht so ganz gut exportiert. Da wird hier bei Pacer Pro nur der Mittelwert quasi exportiert, aber nicht die Einzelwerte. Das liegt aber am Export und nicht an Daten, weil wenn wir jetzt hier reinschauen, sehen wir auch hier, dass jetzt zum Beispiel hier ist die Pace, dass hier zum Beispiel so war jetzt ein anderer Lauf wieder, dass das entsprechend aber richtig gemessen wird. Also da gibt es keine Verfälschung. Das eigentlich liegt tatsächlich hier nur an der entsprechenden Einstellung oder beziehungsweise Export. So, nach dem Videodreh und ein bisschen Skript schreiben, ganz habe ich es nicht geschafft. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe noch ein bisschen raus, laufe noch ein bisschen. Es ist sehr windig heute. Ich möchte jetzt mit der Polar Pacer Pro jetzt noch einen Lauftest machen, weil den habe ich noch gar nicht gemacht. Das will ich aber ganz generell mal ausprobieren. Und das werde ich jetzt entsprechend mal durchführen und schauen, wie gut ich laufe. Also die Grundvoraussetzungen sind eigentlich nicht optimal. Mein Schlafen war heute Nacht nicht so dolle. Ich habe zwar gut geschlafen in der Zeit, aber so richtig erholt habe ich mich nicht. Und das ist bei Night Recharge eigentlich ganz gut gemacht bei Polar. Das gibt es auch wieder ganz gut wieder, so wie ich mich gerade fühle. Und ich habe mich heute Morgen schon nicht so optimal gefühlt und dann erst gesehen auf der Uhr, wie es ist, also nicht umgekehrt. Oft lässt man sich dann auch zu verleiten, was man sieht, dass man so fühlt. Also da müsst ihr echt aufpassen, dass ihr auf euch selber hört und nicht, was immer nur die Geräte sagen. Aber es ist trotzdem ein gutes Indiz bzw. ein guter Richtwert. Ja, ich mache das jetzt mal. Ich gucke mal, wie gut das Ganze läuft. Und das ist jetzt alles im Rahmen des Tests, was ich gerade mache für die Polar. Gehört auch dazu. Es wird ein kurzer Lauf werden. Ja, dann bekomme ich jetzt auch schon das Aufwärmen. Wir sind jetzt hier Herzfrequenz zwischen 92 und 147. Ja, ich soll jetzt hier 10 Stundenkilometer laufen. Beziehungsweise 10 Minuten pro Kilometer. Aktuell stehe ich noch. Dann machen wir das Ganze mal. Und so geht es halt sukzessive langsam hoch. Ja, und ich habe wieder wie immer das gleiche Problem. Langsam laufen fällt mir erstmal schwer. Ja, viel zu schnell. Und ja, ich gehe gerade zwischen Walken und Laufen. Das ist genau gerade so eine blöde Zeit. Ich soll 8,32 laufen. Das ist gerade so ein Mittelding scheinbar zwischen bei mir Traben und Laufen. Ja, und ich kriege auch immer dann eine Anzeige bzw. Vibration auf die Uhr, wenn ich zu langsam bin. Genau, jetzt gucken wir einfach mal, dass ich endlich das Tempo halten kann. So, geschafft. Pace um die 15, mehr geht nicht. Einfach Luft raus. Boah, ich bin einfach noch nicht fit genug. Also was heißt schon fit, aber nicht so fit wie ich schon mal war. Boah, jetzt muss ich aber echt pumpen. Mann. Bin auf Ergebnis gespannt. So, bei dem Test werde ich auch gefragt, ob ich alles gegeben habe. Und ja, für meine Verhältnisse habe ich alles gegeben. Hier werden dann entsprechend auch die Werte übernommen, um dann bei Polar die richtigen Werte zu haben. Mit maximal Herzfrequenz, Pace und so weiter. Einmal wird die VO2 Max ermittelt, also wir sind hier 42. Ich habe jetzt bei den Garmin-Uhren 44, aber ich hatte jetzt auch eine Testunterbrechung, aber es kommt ungefähr hin. Also die Wahrheit liegt wahrscheinlich auch irgendwo in der Mitte. Medizinisch ist es besser. Also man sieht auch ganz genau, ich war mal bei 46, fast 50 und seit der Corona-Infektion komme ich da nicht so ganz in die Pötte. Wir können hier mal kurz parallel schauen. Ja, und hier sehen wir auf der Garmin habe ich jetzt 44 heute gemessen, also einen Ticken höher. Dann sehen wir hier die maximale Geschwindigkeit 502, das trifft auch etwa zu. Also das ist schon wirklich für mich aktuell oberes Ende. Das entspräche dann 408 Watt und eine VO2 Max von 42. Ja, dann bekommen wir so allgemeine Hinweise. 137 war der Minimalpuls, 170 maximal, aber wie gesagt, der Test wurde einmal unterbrochen. Und was ich bei Polar eigentlich ganz toll finde, ist die Kalorienverbrennung Anzeige, beziehungsweise hier sehen wir dann 64% wurden Kohlenhydrate verbrannt und der Rest war dann reine Fettverbrennung und so 356 Kilokalorien. Ja, mit diesem Ergebnis verabschiede ich mich dann erstmal hier vom Blog. Und wenn du jetzt neu im Blog dazu gekommen bist, ich mache irgendwann auch mal die Playlist rein, da kannst du dann einfach reinschauen, was ich schon alles gemacht habe. Beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist, hier unten habe ich auch eine Best-of-Playlist, da kannst du auch mal reingucken, was sonst auf dem Kanal läuft. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit, wünsche dir alles Gute, bleib gesund, tschüss, bis zum nächsten Mal.